vorbestellt. Also ich Und ich habe vor, wollte das sagen, auch vorbestellen willst du? Ja, vor allen Dingen, das war ja das, was ich vor kurzem gesagt habe, eben wenn wir Zeit noch Bescheid sagen, dann kann ich die ja mit auf dem Kanal hochladen. Also wie eine Art Let's Play dann. Und wenn dann noch jemand die Dinger, die sein Prime damit verbindet, Saskia macht's ja vielleicht, dann bleiben die Videos auch ein bisschen länger gespeichert. Ja. Oh Gott, Weil dann wird es auch nicht immer so leer aussehen. Ja, ich habe mich gerade doppelt. Achso, hier, okay. Jetzt einmal zack. Gamescom Opening Night. Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Ja, es wäre nämlich echt schade, wenn wir das nicht machen. Ist ja Content auf dem Kanal. Ja, sind schon live. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. Sehr cool. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. Muss ich doch jetzt. Well, genau, jetzt schaltet sich mein Controller aus. Batterie leer. Really disappointed. Aber der gewiefte Zocker hat ja 2. That's just so disappointing. Eigentlich sind es 4, aber erzähl schon mit. Act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad to me to see something like that happen tonight. We're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live at Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right. Ich gehe gerade mal auf unseren Kanal. Oh mein Gott! Wenn wir Todd Howard sehen, dem muss ich die Füße küssen. Oh mein Gott. Das ist jetzt schon crazy. Ich guck's nicht auf unseren Kanal. Ja, dann hörst du uns ja doppelt. Ich würde lieber auf Gamescom direkt gucken. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your Werbung, ist first klar. ever time? Ja genau, ich wollte jetzt nämlich, dachte ich, ein Zuschauer mehr. You were right, you said how great the Aber crowd da is höre ich wirklich here. alles doppelt. And just all the fans that come here for this the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield. Ich habe jetzt ein Game gelesen und da war ich auf der GameStar statt auf Why did you want Gamescom. to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make Wir müssen games morgen nicht, übermorgen, sowieso immer unsere Handys bereit haben. Wenn wir da irgendjemanden sehen, immer gleich hinrennen und ein Selfie machen. Ja, das wird wahrscheinlich nichts. Vermutlich Naja, aber man kann ja fragen. Das kostet ja nichts. Ja, aber wir werden nicht durchkommen. Unter bei den vielen Leuten. Ja, jetzt hier bei den Todd Howard nicht, aber es laufen ja jetzt auch weniger bekannte Leute, wo du so kennst. Ja, gut, das schon. Sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Aber da musst du auch nichts bereithalten, das geht dann eigentlich. Bis du das realisierst und dann hinläufst, hast du ja keine Zeit, um das Handy rauszuholen, das geht eigentlich. Oder wenn sie klein genug sind. Für die Fälle braucht man immer einen Pokéball. Ach, ich bin so gehypt auf Starfield. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, you know, people will Ja, ich sag, das sieht schön aus, ne? Was ich bis jetzt gesehen habe, macht echt Lust. Das ist so ein, wie Mass Effect eigentlich sein sollte, ne? Ja. Aber ich lasse mich noch überraschen, wie die Tests ausfallen.
Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. Oh ja, Todd Howard, juhu. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Bei Bandai Namco hoffe ich immer, dass immer ein neuer Ridge Racer angekündigt wird. Ja. Die machen aber auch gute Spiele, muss man schon leider sagen. Definitiv, ja. Ja. Das sieht aus wie ein neues Little Nightmare, oder? Könnte es sein, tatsächlich. Trash. Sag ich doch. Mhm. Geil. That's right, Little Nightmares 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Der Geoff Keighley hat mir vorhin ein bisschen Angst gemacht. Yeah, sure. Hi, Jeff. Ja. Hi, everyone. I'm so happy to be here to Er meint, es gibt einen present 10 Minuten Gameplay-Trailer von Modern Warfare 3. So yeah, as you have Wie seen, viele Teile gibt es von Call of Duty? 25? Und die bringen 10 Minuten Gameplay-Trailer. Single player or online co-op if you want and face your childhood fears with a friend. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG.
Es ging früher mal bei der PlayStation-App von Twitch. Wenn du auf den Kanal drauf gehst, hast du doch so ein kleines Overlay kurz, ne? Ja. Und jetzt habe ich gerade die Qualität hochgestellt vom Stream und wollte zurück. Ja, und bin natürlich direkt wieder rausgeflogen vom Kanal und musste 10 Sekunden Werbung angucken. Hier spielt einer ohne Rübe das seltsame gitarrenähnliche Instrument. Ziemlich kopflos. Das ist doch mit Sicherheit wieder so ein Souls-like, oder? Ja. Auch schwer, und wenn du mal stirbst, musst du wieder von vorne anfangen. Das sieht aber gut aus. Das sieht sehr gut aus. Kaputt. Oh, Corona. Ah, doch nicht. Ah, doch, so wie Corona gezüchtet, das sind die Corona-Babys. Genau. Sieht man gleich auf den ersten Blick. Ich vor kurzem mal so einen kleinen Gag über Covid gemacht, hat sogar die Saskia mal gelacht. Dass der John Biden ist so alt, der hatte noch Covid-1. Mhm. Wow, das ist sogar Simon Winger grinst. kommt aber nicht selten vor. Sehr selten bei Flachwitzen. Okay, das wäre eigentlich auch so ein Spiel für uns. Killing Floor. Ja, stimmt. Kann man das Das fliegt zu Cosplay? viert durch so Gebiete. Das hat Cosplay. Gerade der zweite Teil hat massiv Content. Oh, okay. Und wie gesagt, du musst halt zu viert so Gebiete überleben. Ja, ja. Und es geizt nicht mit Splatter. Also den Xbox, okay. Aber da muss ich echt sagen, hätte ich mal Bock drauf, wie sich das auf der Konsole spielt. Mhm. Genau, ich dachte schon jetzt so ein Ring-Menü. So ein Age of Empire hätte ich mal wieder Lust. Aber ich habe da nicht so Durchhaltevermögen bei solchen Spielen irgendwie. Das catcht mich nicht so sehr. Ja, ich sag mal, das geht noch. Da gibt's, weil das ist ja so ein bisschen actionorientierter. Das ist ja auch Basis aufbauen und dann angreifen, ne? Ja. Halt ein bisschen Forschen mit dabei. Aber wenn du jetzt so wie Civilization sowas hast, wo einfach mal eine Runde, keine Ahnung, Target dauern kann, nee, da. Die Rocket Beans haben da immer einen G8-Gipfel gemacht. 8 Spieler haben sich hingesetzt, ein Land ausgesucht und dann kommt da jeder immer eine Runde dran. Ne? Also wenn der eine Spieler dran ist, müssen alle anderen 7 warten. Dann kommt der nächste dran, müssen die nächsten 7 warten und immer so weiter. Mhm.
Und dann spielen die halt wirklich mal so, keine Ahnung, 10 Stunden an so einer Runde. Na, okay. Dann können sie zwischendrin immer noch Auszeit nehmen. Da gehen dann, der, wo die Auszeit nimmt, sagt, ich will mit dir quatschen. Dann können die hinten ja, halt Deals aushandeln. Aber der vierte Teil für Konsole. Ja. Oh, Shadow Drop, heute noch. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Das ist auch ein Name, ne? Ja, das ist ja ein Name. Was zu sein, sein Justice League Magazin. Ja. Das war so, da hatte die Regie von dem Film übernommen, von Justice League. Hatte schon einen Großteil vom Film abgedreht, ist seine Tochter gestorben, Suizid. Und da hat er das Ganze erstmal abgegeben. Zu der Zeit hat er sogar bei DC die Führung über das Universum sogar übernommen gehabt. Und dann so ich glaube so 2-3 Jahre danach, also der Film ist übelst gefloppt. Die haben dann irgendeinen anderen recht Bekannten geholt, der einen Film fertig machen sollte. Ist übelst gefloppt. Ja. Und dann hat er sich das ganze Material nochmal hergenommen, was Szenen nachgedreht, neu gedreht und hat sein Zack Snyder's Justice League gemacht. Und es ist ein richtig geiler Film geworden. Maybe show you guys something, I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Everything in there just blew my mind. And I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast in it. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, awesome. But there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's one and two players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Do you know the story of the Princess Issa?
In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. What do you think they want? Everything. I found her. A Scar Giver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay. Das muss ich auf jeden Fall mal angucken. Das ist richtig. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. Ich denke die ganze Zeit, woher ich die Frau da kenne. Ich sag mir aber nix. Goro macht auch mit. Da die, irgendwoher kenne ich die. Aber ich weiß nicht woher. Bei Harry Potter geklaut, das ist genau zu Jahres verbeugt. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. Das war bei Free Willy geklaut. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? Oh, das ist aber cool. Ich habe direkt über Weihnachten Zeit, das Zeug mal zu gucken. Also ich glaube, bei den ganzen Streaming-Anbieter wird sich Netflix am Ende durchsetzen. Ja, ziemlich sicher. Hat sich schon durchgesetzt, oder? That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're Vor allem going mit to move on dem to something ganzen that is Exklusivzeug, very was die haben, die long Games, awaited, die because sometimes Ja. good things machen so viele do gute come to those Umsetzungen, who ey. wait. It's been a number of years since Oder we hier last muss heard es about Zack the Snyder macht mal eine Games exklusive sind Serie. open world action adventure from Pearl Abyss in Netflix South Games Ja, die sind Games schon, aber That die, changes tonight because the team ja, has prepared das stimmt. a very special Aber die gameplay update Umsetzungen, trailer wo sie halt to machen, share ne? with the world Zum Ja. Beispiel ist halt here at genial. Gamescom. Enjoy. Zumindest die ersten 3 Staffeln. Über den Rest reden wir nicht. Das habe ich auch mal gespielt. Ne, das ist das Neue von den Black Desert, das ist so ein MMO-RPG. Und die machen jetzt so eins als Offline-Rollenspiel. Wo halt mit dem gleichen Setting. Wirklich richtig Lust da drin, sich rumzutreiben. In so einer Welt. Ja, den haben sie Hörner aufgesetzt.
Ich mag Spiele, wo man angeln kann. Ich mach das immer nicht. Guck mal, das ist gerade ein Hundehelm. Ah jo. Das ist ja geil. Wolfshelm. What? Sogar Ballonfliegen. Das Spiel wird immer interessanter. Das sieht richtig gut aus. Und hat noch Assassin's Creed im Gepäck. Ja. Ja, das sieht für mich wie Unreal Engine 5 aus. Und die hat echt was drauf. Da kommt nächsten Monat von einem Shooter, von einem 4-Mann-Koop-Shooter, eine Beta, 19. bis 22. und 25. Der Descendants, musst du mal googeln. Ey, das sieht so gut aus. Das muss ich auf jeden Fall spielen. Und 4-Mann-Koop hört sich ja schon mal gut an. Das Spiel sieht sehr gut aus, aber ich glaube, es sieht sehr buganfällig aus irgendwie. Ich weiß nicht. Wie assoziiere ich das gerade mit Bugs? Ganz vielen Bugs. Also ich sag mal, ihr Black Desert ja, ist halt ein MMORPG, das läuft sehr gut. Also die haben Erfahrung mit der Engine und alles, ne? Weil so ein MMORPG, das machst du nicht mehr von heute auf morgen. Das ist ja jahrelange Entwicklungszeit und das läuft auch schon ein paar Jahre. Ja. Aber ich finde gerade bei sowas hier sind dann Bugs auch wieder eher lustig. Ja. Bei so Open-World-Games. Weil dann, keine Ahnung, dann haust du mal auf einen Stein drauf und plötzlich haut halt deine Figur mal ein paar 100 Kilometer in die Luft. Crimson Desert. Oh, das war Old One. Das Payday 3 kommt? Gibt es Payday 3 schon? Ja. Nee, kommt aber. Oder sowas hier, genau, das wäre eigentlich auch was für 4 oder 5. Wie viel kann er das spielen? 4. Und der zweite hat schon Cosplay. Aber das sieht genauso aus wie das erste leider. Das sind also die ersten. Ja, ich meine, die können das Rad nicht neu erfinden. Nee, aber Grafik können sie verbessern. Und ja, das ist. Ne, sieht das ist richtig. Also ich habe den zweiten ja gar nicht gespielt, du musst so immer auf Twitch geguckt. Den ersten habe ich mit dem Kumpel viel gespielt. Auch im zweiten bin ich relativ gut dabei gewesen. Ja. Ich meine, die waren grafisch und so von der Engine her noch nie schlecht, aber ja, man hätte schon noch mal was neu machen können, ne? Definitiv, aber ja, wie gesagt, 21. September schon? Nächsten Monat? Oh, fahren. Da bin ich noch voll im Starfield-Fieber, glaube ich, oder ich hoffe es zumindest. Ja. Oh, ist das ein Creed? Mit Sicherheit. Ja. Oh, da freue ich mich drauf. Oh ja. Das will ich aber auch. Das ist schon vorbestellt. Das ist schon vorbestellt. Oh, ich freue mich das so. Mirage. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. لطالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهال. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. Ich kann mal warten, bis es soweit ist. Ja. وها أنا ذا
مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. Ich fand ja Assassin's Creed Origin und Odyssey. Es war gewagt, aber es hat im Endeffekt dann trotzdem Spaß gemacht. Ja, das war Valhalla war für mich kein Assassin's Creed. Ach, fand ich aber auch geil. Das habe ich auch sehr gerne gespielt. Das war auch cool. Es ist ein gutes Wikinger-Spiel, aber es ist kein Assassin's Creed. Ja, das stimmt. Das wollte ich deswegen gerade sagen. Es ist ein gutes Wikinger-Spiel, da gibt es nichts dran zu meckern. Auch wenn die Hauptstory, um was es eigentlich geht, schon in der ersten Stunde abgeschlossen war. Der Rest sind ja alles nur Episoden. Aber wie gesagt, als Wikinger-Spiel ist es top, aber ist es Ja, kein auf jeden Assassin's Fall. Creed. Ja. Also das fand ich so Aber zum das- Spielen ich fand ich es echt sehr, sehr gut. Also das hat mir echt Spaß gemacht zu spielen. Ja, Das war einfach mal was definitiv. Neues auch gewesen irgendwie. Das gibt sonst kein vergleichbares Wikinger-Spiel, was in die Richtung geht, finde ich. Und das fand ich dafür echt gut. Richtig, genau. Das meine ich. Es hat als Wikinger-Spiel wunderbar, herrlich funktioniert mit einem Ambiente und einer Welt. Unglaublich, ne? Ja. Aber wie gesagt, Assassin's Creed war es nicht. Mhm. Hallo Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom Ach, Gru. this year. Den kenne ich doch. I have the honor to be Ja, your die guide Gnu. for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And Das ist immer das Weirdeste. if you can't join us in Cologne this year, Ja, wenn du don't plötzlich worry. lauter so Streamer da Never have rumrennen missed hast. any Das of ist, the events this week. Just go to Gamescom now to obwohl ich die discover noch nie what the geguckt habe. Also world's ich kenne sie ja, gaming industry aber has in Ich soll von meiner Schwester soll ich ja And Autogramm if you're holen ready von to ihr. vote for your favorite games, then with Ah, Aber bis man da okay. durchkommt, das dauert. Nee, ich, Global and cast your ja, vote einmal das for und this year's dann, Gamescom Awards. The awards will ja, be ich meine, celebrated gut, wenn this es für deine Friday Schwester machst, at ist bestimmt 3 was p.m. anderes. Ja, nee, ich mach's so, Ähm, oder wenn ich sie sehe, dann gehe ich hin, aber ich, ansonsten stelle ich mich jetzt nirgends an. Ganz vergessen, ich stelle mich nirgends an. In this year's Gamescom Epics, das wollte ich gerade sagen. then Also go to es the wird das ein oder andere Epics geben, wo ich mich section jammern of Gamescom now to werden play the würde, text vielleicht. adventure of the Ich werde show. auch ein bisschen Zeit bei You den can Rocket also Beans verbringen. enjoy all-day coverage and Ich, tune ich mag die in Jungs to einfach Gamescom alle. Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and Gut, dass check ihr völlig out the akzentfrei spricht. Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday. Aber ich ist ein wenig aufgeregt, das merkst du ja schon. Das merkst du ja freilich an. Ich finde bloß, warum ich die nicht mag, ist, weil ihre Streams, das sind alles so gekünstelt. Ich weiß nicht, das ist. Oh, ich habe die schon lange nicht mehr Die gesehen, keine kommt nicht Ahnung. so. Ja, ich auch ewig nicht mehr, aber damals, wo ich halt mal so durchgeguckt habe, war überhaupt nicht mein Fall. Das war irgendwie so. Doch, ich sehe gut aus, ich streame jetzt Games und die Kerle abonnieren mich dann schon, so ungefähr kommt mir das vor. そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さん Genau. のために Ja, das ist meine Meinung, was er gerade sagt. Meine Meinung. 情報を持ってきました。 Genau, ja. So up until now, we've been mostly showing off the battle Ja, mechanics doch. and new gameplay, but today we have an all-new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを Ach, 描いた、 okay. 鉄拳のキャラクター Das ist Tekken hätte ich nie gedacht. モードはあるんですけども、 Ah ja. それ以外にですね、もう特に欧米では、はいよ失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、 Oh, 最新 okay. の AI ラーニングシステムを Hättest 使 du っ das gedacht, nee, oder? すごい臨場感のある Das merke ich doch niemals, der Dolmetscher. まで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと Oh, jetzt weiß ich, jetzt dann ist er vorbei, pass auf. Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, you know, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through Die that ersten zwei storyline, Teile auf der you'll PlayStation 1 haben wir damals im Freundeskreis gesuchtet.
Ja, das war so, ich war der Älteste. Wenn es irgendwie ein neues Game gab, das uns alle interessiert hat, wurde das gekauft. Und das waren halt damals noch Spiele, wo du dich gegen seine Fresse oder Doom. Die erste Playstation hatte so ein Link-Kabel, ich hatte 2 Fernseher. Ja. Also ich hatte nur einen, aber den zweiten haben wir dann noch organisiert. Und haben das dann mit Link-Kabel gegeneinander gespielt und haben wir jedes Wochenende von Nachmittag 2, 3 bis nachts um 4, 5 bei mir gesessen und haben gezockt. Und da war Tekken 1 von die Spiele, wo übelst gezockt worden ist. Irgend so einen späteren Teil haben wir dann beim wie war das sogar noch? Tekken 2? Wo ich dann Zivildienst gemacht habe. Ja. Wo ich dann die Playstation immer noch gehabt, die 1er, und habe das halt mitgenommen. Da haben wir selbst da gegeneinander gespielt. Da habe ich die Playstation mitgebracht, ich habe das Spiel mitgebracht und durfte dann nicht mitspielen, weil ich jeden abgezockt habe. Okay, das passt jetzt überhaupt nicht, aber... Oh. Was ist jetzt? Ja, ich dachte gerade, das ist nur bei mir. Okay. Nee, das war auch bei den... Mhm. Da hat es einen Story-Modus und statt mit den Charakteren eine Story zu spielen, da stellst du den Charakter, der in der Arcade-Halle abhängt. Mhm. Oder wie verstehe ich das jetzt? Keine Ahnung. Das habe ich auch nicht so ganz... Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz zugehört, deswegen... Ja, der spricht ein komisches Japanisch, das hast du echt kaum verstanden. Ja, das stimmt. Der hat so noch so Dialekt gesprochen. Das war Pre- oder Beginnsheit. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates,
You can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our Wenn jetzt die campaign Kampagne story, noch and they're länger going wäre to als work 6 Stunden, wird es sich sogar lohnen, with mir zu those kaufen. epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight we want to show you an exclusive. Die Story war echt gut. Ich habe die Story gespielt. Die war richtig gut gemacht. Die war echt top. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the Von start welchem? of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek vom of the aktuellen? very first level of Modern Warfare 3. This is Ich weiß called nicht, wie das heißt, Operation genau. Also, 627. Also die aktuellen, die Modern Warfare hier, die sind ja, die fand ich auch gut, aber ich finde halt die Kampagne immer so mega cool. Ne, die neuen Kampagne von den neuen Teilen, den habe ich in den letzten gespielt, die waren richtig gut gemacht. Das muss dann Modern Warfare 2 gewesen sein, weil er meinte, das ist das erste Mal, dass ein direkter Nachfolger kommt. Ja. Und muss das Modern Warfare 2 gewesen sein. Ja, könnte sein. Ich weiß es wie gesagt nicht. So viele Teile, kein blassen Schimmer, was ich glaube. Wir haben das damals auf der Aber die Szene gefällt Xbox mir jetzt schon 360 im Clan gespielt. Ja. Deswegen habe ich die ersten Teile alle gespielt. Also die ersten 10 Jahre habe ich mir bestimmt jeden Teil jedes Jahr geholt. Aber irgendwann war das mal so mit dem, da ging dann die Multiplayer an, wo du Walljump. Ich finde es geil, wenn man da richtig eigene Missionen erstellen könnte bei denen. Also das ist wirklich eigene Missionen, Aufträge, richtig zum Arbeiten, das wäre richtig geil. Das wäre allerdings cool. Oder stell dir vor, 5 Leute könnten so eine Burg halt, haben 2 Minuten Zeit, die zu defensen. Ähnlich wie hier Rainbow Six Siege. Ja. Und das andere Team muss versuchen, irgendwie reinzukommen. Du hast keine Ahnung, wo die reinkommen. Das wäre geil. Aber halt mit dem Gameplay von Modern Warfare, nicht von Siege. Naja. Bei Siege einmal kurz den Kopf und du bist ja weg. Ja. Das wäre schon cool, wenn du da wirklich so Missionen erstellen könntest, wo sich dann andere durchspielen. Und du könntest die online tauschen. Das ist wirklich so eine. Ja. Du könntest jeden Tag halt zwischen Missionen wählen und könntest versuchen, die irgendwie zu lösen. Wäre schon cool. Und das ist keine Ahnung, was dich erwartet. Ja. Oh, das sieht aber auch gerade schon so gut aus wieder. Oh Mann, ey. Also ich bin gerade ein bisschen skeptisch, ob das wirklich... Doch, es ist Spielgrafik. Okay, dann sieht es beeindruckend aus. Es gibt in Videospielen 2 Sachen, wo sie bei mir mitbunken können. Wenn es einen ordentlichen Regen hat und wenn es schneit. Also so Eislevel und Schneeeis. Das mag ich total gern. Der Sturm hier sieht schon beeindruckend aus. Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Warum jetzt bloß die ganze Zeit, warum die Nachtsicht so bläulich ist? Ist die nicht normalerweise immer grünlich? Nee. Also kann auch sein, aber die neuen sind mehr bläulich.
Beziehungsweise links den Ausschlag und Pegel, was du siehst, das heißt, dass eigentlich da Licht in der Nähe ist, glaube ich, wenn der ausschlägt. Theoretisch könntest du es jetzt auch absetzen. Das ist quasi jetzt kein Infrarot, ist mehr so Licht verstärken. Ich glaube ja. Ja. Genau, jetzt hieß es links, wie es runtergeht, sind sie wirklich im Dunkeln halt. Ja. Hieß so quasi die Umgebungshelligkeit, wann du wieder absetzen könntest, theoretisch. Leider geil. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Wie gut der Regen halt einfach aussieht, ey. Fire in the hole. Stand Ja. by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light 'em up. Ich würde das so cool finden, wenn du wirklich alle Missionen, die freie Auswahl hast, schleichst du dich durch oder spallest du dich durch. Ja. Weil eigentlich die Herausforderung, durchzukommen, ohne entdeckt zu werden, Ja, ist viel, viel höher. schon geil. Ja. Ja. Das ist ja gerade das, was mir zum Beispiel Assassin's Creed immer so Spaß gemacht hat. In so eine Burg einzudringen oder was es halt auch immer war. Kommen ohne entdeckt zu werden. Ja. Hatchway. On me. Move. Pop the hatch. Ich finde die bei Hitman eben so geil, dass du da richtig gut perfekt sneaken kannst und richtig Mühe geben kannst. Du kannst aber einfach durchrennen, quasi killen, wieder raus und weg. Ja, ja. Copy. At the gate. Stand by. Einfach mal so jemanden eine Disco-Kugel aus dem Kopf fallen lassen, oder? Das ist ja noch einfache Ideen, ne? Ja. So, mal mein Handy anstöpseln. Powerbank habe ich nicht, aber Ladekabel habe ich nicht mitgenommen. Ja, die haben ja Strom in der Wohnung. Eben. Copy, Bravo. Ah, das Kick off the riot. war doch aber auch schon mal in irgendeinem Teil. Das in so einem Gefängnis abseilen. Oh, das weiß ich nicht. Irgendein Teil war das schon mal dabei. Das war auch so kreisrund. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Ich setze es wieder auf. Clear. Alpha moving to sub-level. Let's get our guy. Ready, breach? Breacher up. Schade, ich dachte, die zeigen noch. Weil früher war es ja immer so bei den Teilen, dann sind sie rein und du hattest so 2-3 Sekunden Zeit, die Leute auszuschalten. So ein Überraschungsmoment halt, ne? Mhm. Und dann, das war so ein Bullet Time und dann ist die Zeit wieder normal gelaufen. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th
and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world Aber survival ich weiß nicht, ob Ubisoft dort ist, Assassin's Creed, weil zum Beispiel, wenn man da nicht so ewig anstehen muss, das würde ich zum Beispiel gerne mal antesten. Ja, aber da wirst du viele Stunden warten müssen wahrscheinlich. Ja, und deswegen werde ich es nicht machen. Ja. Aber das ist so ein Spiel, ey, wenn das rauskommt, ey, dann wird alles dicht gemacht hier und in die Welt eingestiegen. Die Welt sieht schon wieder richtig geil aus. Ich mag so Umwelt-Games so gerne, ja. Aber ich mag diesen Survival-Aspekt nicht. Das Aufbauen schon, aber wenn du immer zu dir Essen besorgen musst und deine Wunden versorgen musst, das ist nichts für mich. Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary. Den Herrsch kannst du auch schon beleidigen, oder? Du bist schon so alt gewachsen, schon Blumen auf dem Rücken. Die Schüsse sehen nicht ganz so geil aus. Bitte? Die Schüsse sehen nicht ganz so gut aus. Nee. Das ist das, was ich vorhin bei Starfield sagen wollte. Ich bin echt gespannt. Ich meine, du spielst ja mit Maus und Tastatur wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Genau, da ist es wieder was anderes. Aber mit dem Controller hast du oft Spiele von Firmen. Was ist das? Kingdom Hearts? Nee, ist kein Kingdom Hearts. Grand Blue Fantasy, oh, das ist ein Anime. Hast du. Das fühlt sich nicht gut an, nicht flüssig. Das ist so. Du hast Spiele wie Destiny oder hier Call of Duty, wo sich wunderbar steuern lassen mit dem Controller, wo du so gutes Aiming hast. Oder guck dir Saskia in Fortnite an. Und dann hast du wieder Spiele wie zum Beispiel das Fallout 4 oder wie heißt das andere? Elder Scrolls, wo du so aus der Ego-Perspektive spielst. Skyrim, genau, wo halt sich richtig scheiße steuert, auch mit Controller jetzt, ne? Okay. Ego-Perspektive, wo ein richtiges Zielen scheiße ist. Boah, mächtig gewollt. Ja. Aber Starfield habe ich viele Hoffnungen zumindest auch, aber das muss halt auch sitzen. Aber wenn Starfield ein Reinfall wird es mit Elder Scrolls 6 auch schwierig. Definitiv. Deswegen jetzt muss eigentlich Abriss kommen. Vor allen Dingen ist Microsoft langsam ein bisschen in der Pflicht, auch was zu liefern. Die kaufen ein Studio, es kommt nur Schrott. Da wird so viele Studios gekauft und es ja, das stimmt. Kein gutes Spiel rumgekommen. Nix, nada. Na gut, die haben jetzt auch noch keins dabei, wo jetzt komplett von null mit Microsoft zusammen entwickelt worden ist. Das meiste ist ja schon, oder wurde ja schon entwickelt, bevor es gekauft worden ist, deswegen. Bei Starfield ja auch, das haben sie gekauft, während das schon 3/4 durch war eigentlich. Deswegen bin ich auf die nächsten Jahre gespannt, wenn dann echt die Neuentwicklungen von null von Microsoft mit abstimmen, ne? Ja, aber die haben jetzt ja nicht bloß hier Fest und so gekauft, die haben davor auch zig andere Studios gekauft. Ne, was die aber alles released haben, das war alles schon entwickelt gewesen. Also das war alles schon in Entwicklung, bevor sie gekauft haben. Oder unabhängig vom Bethesda. Das sowieso, ja, aber ja, ich meine ja, aber bis jetzt war halt noch nichts richtig Gutes dabei, finde ich. Wo du echt so gedacht hast, wow. Deswegen hoffe ich, dass das Starfield wenigstens was Gutes wird. Ja.
Alter, Minecraft hat man es gemerkt, finde ich, da haben sie schon gut was draus gemacht. Also, muss es ja kaufen und auch die Updates, das waren echt gut Ja gewesen. gut, das stimmt. Also ich habe Minecraft nie gespielt. Was mir gefallen hat, war die anderen Spiele, wo kamen. Minecraft Legends oder Ja. dieses Minecraft Dungeons oder wie das heißt, die Dinger haben mir ja gefallen. Aber das normale, das war nichts für mich. Steinchen abbauen, damit ich so woanders wieder aufbauen kann. Ach, das ist das Immortals. Ne, nicht Immortal, wie heißt das? Immortal of Avium oder so ähnlich. Oh Gott. Ich muss da noch ein kleines bisschen durchhalten. Ja. Stündle haben wir noch. Doch, Immortals of Avium, genau. Wovon EA so ein Spiel zu sehen, hätte ich auch nicht mehr gedacht. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Das sagt mir jetzt gar nichts. Fantastic. It's a great honor Sieht to aber have auch sehr you nach here. Anime aus. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款。Ach, Hoyoverse, ist das nicht die, wo das Genshin Impact gemacht haben? Boah, keine Ahnung. I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了。 我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的。Machen wir noch schnell bei mir ein paar Fensterchen auf, weil jetzt gerade Wind ein bisschen geht. Jo. An update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. So, wieder da. Willkommen zurück. Plus gerade, wenn es gerade so ein wenig windig ist, muss man mal ausnutzen. Die letzten 3 Tage. Ja. Man wäre am liebsten aus der Dusche gar nicht mehr raus. Das ist richtig. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Sachen überhaupt nicht so. Nee, mir auch nicht so ganz. Also Anime-Mech-Geprügel gibt es halt so viel. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. The Luofu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Naja. Diese ganzen Anime-Spiele, ne? Also damit wäre ich ja gar nicht warm. Ich sag mal, der Grafikstil selber, der gefällt mir eigentlich. Spieler dahinter,
sprechen mich immer nicht an. Ja, mich spricht weder die Grafik noch Animes Ich noch merke die mir das Spieler immer an. nicht. Ja. Nee, bei Genshin Impact haben wir es vernommen zum Beispiel. Wenn ich so ein Spiel spiele, dann möchte ich meinen Charakter erstellen, mit dem ich das dann auch spielen kann. Ne? Oder du hast aus irgendeinem Anime schon vorgefertigt. Und dann hast du aber so eine Mechanik, dass du durch Glücksfall oder wenn du dir halt Lootboxen kaufst, andere Charaktere kriegen kannst. Ne? Und was entscheidet, was ein Charakter jetzt rare macht, entscheidet ja nicht ein Charakter selber, sondern was das Entwicklungsstudio sich dazu ausdenkt. Ja. Ich verstehe zum Beispiel bei Fortnite auch nicht, warum ein Skin 800 V-Bucks kostet und der andere 2000. Ne? Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Und dann hast du eben nicht wie bei Fortnite, da kann ich mir aber noch einen kaufen, direkt, den ich will. Nicht eine Lootbox mit einer Glückschance von 0,0001%. Das ist richtig. Und deswegen halte ich von solchen Spielen halt nicht viel. Ja. Obwohl ich bei Fortnite echt gespannt bin. Wenn du wirklich so einen Rennmodus hast. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Durchhalten, wir haben es gleich geschafft. Da gibt es eine Serie, die ich echt gern spiele, das ist die Tales of Serie. Die geht auch vom Grafikstil so ein bisschen in die Richtung. Zwischen den waren ein paar Grafik-Fehl-Dinger dabei, die nicht so gut waren. Aber die spiele ich echt gern. Aber ansonsten... Ich vergesse zum Beispiel bei Tales of Vesperia. Die Welt ist... Ne, wie ging der Spruch? Die Welt des Kochens ist irgendwie groß und ich weiß jetzt die Wörter nicht mehr richtig so. Auf jeden Fall meint er, beginnen wir unsere erste Lektion damit, dass wir mit Ketchup Gesichter malen. Das sind halt so Dinge gewesen. Ach nee, die Welt des Kochens ist irgend sowas, keine Ahnung. Irgendwo habe ich das Bild noch, habe ich damals gescreenshottet. Oh, Lords of the Fallen, das würde dir auch gefallen. Gab es schon mal 2014 ein Spiel, das so hieß. Aha. War super gut, finde ich. Das ist jetzt aber keine Fortsetzung, das ist so eine in der gleichen Welt eine eigene Story. Into the shadows might be the shadows look back. Dieser Umschwung, ey.
Das kommt so totales Dark Fantasy und dann plötzlich sowas. Ja, das war noch Zeit, ne? Monster System Mega Drive. Als es nur Sega und Nintendo gab, noch keine Playstation, ey. Erzfeinde und jetzt fremde Igel auf jeder Konsole. Jetzt kommt wieder so ein Horrorspiel, pass auf. Ha. Schade. Looks amazing. October is going to be a Das wär's very gewesen. busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Also das Sonic, wenn das jetzt das ist, wo ich denke, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Oh, das war jetzt ein Trailer, ha? Sega. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course the fans. Ist immer so cringe, wenn die irgendwie Applaus erwarten, da kommt nix. The world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like these. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Also Link okay, aber die anderen... Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are three things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne, or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Awesome. Thank you, Jasmine. It's great to have you here.
All right, right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th to 25th. Das kommt jetzt, das, wo ich vorhin gesagt habe, glaube ich. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for Clipoff! Ja, das ist das. It's the Ironheart. Wow. This could Das hat mich jetzt schon überzeugt. That's so cool. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Ja, da gab es so kurz so einen Trailer. Despite their efforts, Der war so humanity gut. is still at risk of extinction. And you are the only chance we Und have. hey, es wird free to play, soweit ich weiß. Okay. There's a Grave Walker. Boah. Das spiele ich auf jeden Fall. Das wird auf jeden Sah Fall. nicht schlecht aus. Ja. How's Surface World? Ich fand aus, sieht richtig gut aus. Gameplay sah richtig gut aus und die Anzüge sahen richtig Tired, but gut aus. good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Könnte auch geil sein. You're right there. On the verge of something special. Starfield. You. Of being first into great unknowns. Gamebox-Werbung. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Oh. Jetzt buffert. Ja, bei mir auch. Das wäre das erste Mal gewesen, dass es bei denen flüssig läuft. Ja. Es ist jedes Jahr, dass das Ding mal hängt. Ja, Leute. Ich gehe mal aus dem Kanal raus und nochmal drauf, ob das was bringt. Na, ich reloade gerade mal. Hol ich erstmal Werbung, sehr gut. Ja. Der ganze Chat geht gerade ab.
Ne, es ist wirklich jedes Jahr, wo der Streamer hängt. Okay, läuft weiter. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share What? with you 10 the Leute? world, Fort Solace today. Das will ich mir mal aufschreiben. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Juliet, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure, await further information. Recording submitted. Is there no sign of security? No. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. Das sieht leider echt gut aus für 10 Leute. Sieht richtig All right, gut aus, next ja. it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Ja, bei Fokus darf man mal gespannt Behind all sein. great discoveries Mhm. lies a journey. One of anticipation and adaptation. Oh, Of struggle, okay. of hope. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. Ich habe jetzt sowas in Black Tail. Hätte ich jetzt was gedacht. Da gibt es doch total schöne Spiele davon. Ja. Aber und sowas hier hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah, sieht gut aus. For every destination, Ist das, fuck, wie heißt es denn? an expedition. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Da habe ich die Vorgängerteile davon. Oh
ne, doch nicht. Ja, Snowrunner, Mudrunner und sowas. Ja. Am Mudrunner Game, hier steht's ja noch, ja. Ja, stimmt. Ja, da gibt's mehr aus. The Crew Oh, darauf freue ich Motorfest, mich. a vibrant Mhm. open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Ich mag die Horizon-Spiele, so Forza Horizon gerne. Und sowas gibt's aber auf der PlayStation leider nicht in die Art. Und Ja. da kommt nämlich mal eins in der Art. Microsoft. Von Ubisoft. Ja, aber brauche ich jetzt nicht, weil das ist ja von Ubisoft. Naja, aber Forza. Das ist Microsoft. Ja, das meine ich ja, Forza Horizon. Ja, aber das hier ist ja nicht Microsoft. Aber Forza ist besser. Das hier ist ja, das mag schon sein, aber es gibt... Und das hier, Motorfest, gibt es ja auch schon, The Crew, meine ich, schon 2. Und der Mikrofonpegel Discord ist echt Katastrophe. Nur die Hälfte vom Satz kommt tatsächlich an bei mir. Ja. Pegel ist wieder on point. Ja, das funktioniert aber noch nicht richtig. Ja. PlayStation Discord. Muss noch besser werden. Ja. Und die spielt sie auch richtig geil, glaubst du mir, ich habe die Beta gespielt. Mhm. Sieht aber gut aus. Und das macht so Spaß, ey. The Crew Motorfest comes out Vor allem, du September fährst ja nicht alleine 14th, rum auf der and Insel the fahren. brand new Lamborghini Spieler Revelto mit is on rum. the cover and Die playable. kannst du rauffahren, We have die a Events special kannst du O&L zusammen machen, announcement also for zusammen everyone gegeneinander. watching between September Ja. 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. Muss ich nicht ausprobieren, das kaufe ich mir sowieso. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077. Phantom Liberty Hab on ich September immer noch nicht 20th. gespielt. The studio is ready to Ja, share ich a schon. new Ich muss es mal wieder anfangen. wide range of overhauled Weil das ist ja mittlerweile trotzdem gut weiterentwickelt worden und die Bugs sind echt gut behoben worden. changed. Let's check this out. Das DLC, Ja. ja. Die haben einen riesen Fehler gemacht, dass es für die alten Konsolen noch mit rausgebracht haben, weil es hat so viel Entwicklung reinstecken müssen, dass die anderen Plattformen damit drunter gelitten haben. Ja. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. And thinking of buying some iron. The logical choice. Aber das Spiel hat für mich einen riesen Nachteil. Wenn ich so einen Character Creator reinbringe, ne? Ja. Und ich kann die ganze Zeit meinen Charakter nicht sehen, finde ich irgendwie idiotisch. Außer im Menü, wenn ich ihn anziehe, ne? Ja. Das stört mich ein bisschen, weil wenn ich mir so einen Charakter erstelle, dann will ich ihn auch sehen. Das ist richtig. Oh Mann, die haben so krass viele Erfahrungsbäume, wo du halt so Zeug auswählen kannst, das ist unfassbar. Aber das ist schon ein geiles Spiel auf jeden Fall, das hat schon echt Spaß gemacht. Aber die Hauptstory war mit so kurz und ja, was denn, das mit den vielen ganzen Nebenmissionen, weiß nicht, die Hauptstory hätte einfach noch krasser sein müssen, finde ich. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe es nie gespielt, weil da gab es so ein paar Sachen, wo ich halt echt nicht mit okay war. Ja. Ja, und was ich da auch schade gefunden habe, die haben am Anfang so angekündigt, dass du quasi jede Entscheidung des Spielerlebnisses beeinflusst. Ja, das hat 2, 3 Missionen leicht beeinflusst und ein paar einige Dialoge vielleicht noch, aber das war's dann halt, ne? Das finde ich ein wenig schade. Ja, aber ich schätze halt auch, dass das insgesamt spielerisch viel Aufwand ist. Wenn da jede Kombination irgendwie einen Storyverlauf dann hat. Ja, definitiv, aber das ist halt dann die Videospielwert ist dann halt extrem hoch, ne? Das stimmt. Und da warte ich auf ein Spiel, was das so gut umsetzt, dass du echt jede Entscheidung
woanders bei rumkommst, ne? Let me put it this way. Ja. No gun, no fun. Da wirst du dich bei Baldur's Gate austoben können, ne? Wo jetzt rausgekommen ist. Ja, aber das mag ich Baldur's nicht. Gate 3. Ja, aber das gefällt mir nicht irgendwie, klar. Achso, schade. Aber ich mag die Welt halt. Ich habe da so viele Bücher gelesen. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Gegenden und Geschichten und alles, ne? Ja. Ich habe die mit dem Dunkelelf gelesen, mit dem Trist. Und seitdem mag ich die Welt total gern. Gab es auf der PlayStation 2 richtig gute Baldur's Gate Spiele schon. It's so close, and here to talk a little more about what we've just Und seen bin auf is das jetzt mal Julia richtig gespannt. Primock, gameplay designer from CD Projekt Also ich hole mir für die Red. PS5 dann, wenn es rauskommt. Ja. Kommt das nicht im September. September, Oktober And irgendwo. we're excited to get in Aber ich depth hole es about mir what erst we just nach mir saw, 'cause raus. there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for Was war denn? to Achso, nee, machen wir empower nachher. your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that all, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Wow. Okay. Das ist cool. 2.0 update. Exactly. All right. Well, I cannot wait to check it out next Definitiv. month. Thank you so much, Julia, for joining us here Wenn das at Update da ist, Gamescom. dann werde ich auf jeden Fall mal wieder anfangen zu zocken. All right. Tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first Wenn look es noch nicht, at ich one of weiß the nicht, ob das Setting dir gefällt, kann ich dir bei Witcher 3 empfehlen. Wir haben doch damals von der Community Leute eingestellt und haben von der Community die Mods für High-Quality-Texturen ins Spiel gebracht. Ja. Ja, Das habe ich auch und es gesehen. sieht jetzt so schön aus. Also ich habe es auch nochmal angefangen jetzt vor Infernals kurzem. live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the worker imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer,
ahead of a AAA studio or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to Geht do. nicht vorspulen, oder? The nominees Kannst du mal for the versuchen. Green Studio of Alte the 4 Year, regelt. based on companies that have submitted applications, are An der Frontier, PlayStation vor allen Dingen. Lang den Ubisoft, Powerknopf drücken and einfach, das funktioniert auch gut. Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Du lachst, die haben auch mal ein paar vom Deckel gekriegt, weil ihre Konsolen im Standby-Modus viel zu viel Strom verbraucht haben. Da gibt es irgendwie in Europa eine Norm, und da waren die weit drüber. To allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Kommt noch was Interessantes heute, oder? Classes to choose from. Every single skill would have Also das Spiel selber gefällt mir, aber das tut eher nerven, dass das was bringt, wenn irgendwelche Streamer, die kein Schwein kennen, ihre Meinung dazu abgeben. So vom Setting her gefällt es mir schon, ne? Und auch, dass es ein komplexer ist als die herkömmlichen ARPGs. It's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG. Aber wenn ich dann so irgendwelche Streamer sehe, muss ich schon mal mit die Augen rollen. Ne? Ich gehe gerade mal aufs Klo. Bis gleich. Jo, bis gleich. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's you. Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago,
we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Nervig. Ready to get out there? Next big thing and I'm on the move. Best watch your step when I'm coming through. We have a lot to talk about. Already it's a classic, classic. If I drop any day, it's a classic. Any wave that I'm on, it's a classic. Hey, you heard that? Classic. We're close to Rubicon. Wake the dog up. Activating cerebral coral control device. Augmented human C4621 has awakened. Zack, bumm, da bin ich wieder. Hallo. Schade, dass das Spiel hier gerade nicht gesehen hast. Haben wir gesagt, das ist für Starfield Killer. Ja, glaube ich nicht. Nee. Why hide behind another's call sign? Watch out. Ja. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. Ich kann das gar nicht so vorstellen irgendwie. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. Warhaven. Wow. That
That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Auch so eine Legende. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1. Also ich hoffe ja immer, die haben ja zum Schluss eigentlich nur noch einen richtigen Meister. Oder Vorsiger dann noch. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. You would consign us to endless war. Und der Black ist typisch Schau. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Das ist echt noch gewöhnungsbedürftig, wie die Figuren jetzt aussehen. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Und das sieht aus, als kommt er direkt aufs Boulders geht. He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Das sieht schon schmerzhaft aus, ey. Alter, was dieses Jahr noch für Spiele rauskommen, diese Wahnsinn. Who's your queen? Alles klar.
Ja, ganz toll. Was denn? In der letzten Szene wurde alles rausgerissen. Ja. Looks insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Let's go back to the beginning. Das meine ich, das ist ja auch so Aufbau, ne? Also da bin ich raus. Ja, davon gibt es auch Spiele wie Sand am Meer. No history yet written. Ja, das vor allen Dingen, das ist mir zu, ehrlich gesagt, zu komplex, zu zeitaufwendig. Ja. Will you be wise? Will you inspire? Or will you conquer? Ja, nee, das ist nichts von Ronny. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Bin ich auch ein Blizzard has bisschen had enttäuscht a von long Diablo. history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it Die arrived Story in hat echt June and Spaß will be gemacht supported und war for auch years to schön. come with seasonal content. Their first season Aber of The ich Malignant spiele den is now Druiden. underway, but in a Ja. bit of a surprise, Und we're wenn du now dir about to share vom with you Equip the first vorschreiben news lassen on the musst, welche next Klasse du season spielst, dass du auf was droppt, auf den Loot hast du keinen Einfluss. Na, okay. Und du kannst bestimmte Skillungen halt nicht spielen, wenn du nicht einen Loot dazu hast. that no one would miss. Und das ist schon wegen Dead. dumm. Discarded. Weil da hast du so viele Möglichkeiten, wie du deinen Charakter spielen kannst, und dann kannst du nicht spielen, weil du nicht das passende Equip dazu hast. Ja. Scheiße. Even as fear mounted Richtig, like ja. the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. It changed them, Aber sobald der Paladin drin ist, spiele ich es wieder. killed them, brought them back, hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter
Eris in the Season of the Blood and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms. And in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character. And yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, Season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2, and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. In a world divided by disinformation, Wenn ich die Grafik schon sehe. lurks around every turn. Die sieht aber ein bisschen aus wie Borderlands, oder? Nicht so detailliert, aber... They're true. Ja. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just Ja, aber man merkt, dass das... leave my music alone. Shut the hell up. Wie soll gesagt, aus Deutschland kommt, ne? Words have power. Nur Europa hat uns gesagt, ne? They can give you strength. Oder Ready for Europa, this? irgend so, ja. Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, Gott, ach Gott, no stimmt respect das? for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Ja. Jeder schlechte Gag ist in einem Spiel, ey. I've got you a meeting with the Lord Mayor today. They need what we're selling. Get going! Ah, LMD. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest.
We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show Das our wäre zum title Beispiel auch so ein character Spiel, wo Alan ich mir Wake gut and als Serie his vorstellen struggle könnte. to escape the Mhm. nightmare dimension of the dark place, where Wo ein he's been Schriftsteller for the nicht mehr last zwischen 13 Realität und years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a Yeah. long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City, and we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong band! Also mir gefällt das, muss ich ehrlich sagen. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Jo. I don't want to be in the story, just write me out of the story. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for opening night live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all Würde of ich you mal for being gerne here tonight, angucken. watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. Mhm. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Ich Game habe gar keinen Rauschmeißer. Gut, Alan Wake war jetzt nicht schlecht, aber die haben eigentlich zum Schluss immer Thursday, December 7th, the show will be noch einen richtigen streaming Rauschmeißer live gehabt, wo everywhere. irgendwas It is gebracht our was. 10th show, which I Eine can't neue believe we've Ankündigung been doing oder. for 10 years. Mhm. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see Also ich that. It's finde, going von to der be ersten Stunde war besser. very, very Mhm. special show. Thanks again for Von der watching Games her, Gamescom oder? opening night Ja. live. We'll see you again next year. Also das Beste an dem Ganzen war der Moderator, der war gut. Ja, den finde ich ja ganz smart, den Typ. Ja, der hat eine interessante Stimme, finde ich. Ja, habe ich jetzt nicht so drauf gedacht. Der macht das ja schon ein paar Jahre. Von daher war auf jeden Fall, finde ich, waren ein paar schöne Sachen dabei. Ja. Also der Shooter nächsten